Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover-Dören, eurem Lieblingsbettenfachgeschäft hier in Hannover. Heute zum Thema Lattenrosteinstellung. Total schwieriges Thema scheinbar. Klassische Story irgendwie, die Leute kommen hier rein und sagen, ach Herr Hügel, wir haben hier so einen 7-Zonen-Lattenrost, das sind so Schieberegler dran. Wie stellt man den denn ein? Das haben die uns da gar nicht irgendwie gesagt und das verschiebt sich auch von alleine immer. Da haben sie jetzt schon mal alles probiert. Wie alles probiert? Ja, alle Regler mal außen gehabt, alle mal nach innen geschoben, mal drauf geschlafen. Ja, haben wir alles schon probiert. Und haben sie einen Unterschied gemerkt? Nee, nicht so wirklich. Ja gut, was soll ich Ihnen sagen? Das Ding lässt sich nicht einstellen. Da sind zwar Schieberegler dran, aber das heißt noch nicht, dass dieser Lattenrost einstellbar ist. Also erkläre ich euch mal, wie man mit so einem Teil, wenn er denn funktioniert, umgehen kann. Vorweg, es gibt zwei Systeme. Es gibt einmal die Doppelleistengeschichte. Dort sind zwei Leisten übereinander, die mit einem Härteregler verbunden sind. Je weiter ich das nach außen schiebe, desto fester wird die Leiste natürlich, weil dann beide Leisten arbeiten. Wenn ich es nach innen schiebe, hat die zweite Leiste keine Funktion mehr und das Ding ist weicher. Hier federn zwei Leisten, hier federt eine Leiste. Eigentlich ganz logisch, ne? Dann gibt es noch ein anderes System. Dort sind Härteregler oben drauf und es ist eine Leiste in der Mitte dazwischen. Das ist also ein Drei-Leisten-System hier. Dort ist es andersrum. Dort ist es außen weicher, weil die Leisten jetzt einfedern können. Und je weiter ich das nach innen stelle, desto fester wird es. Also genau andersrum als bei diesem System. Ihr müsst erstmal gucken, welches System habt ihr eigentlich. Manchmal ist auch ganz toll, da stehen ja so Kilozahlen drauf. Also das hat noch nie richtig funktioniert. Aber müsst ihr mal gucken, je höher die Zahl natürlich, desto fester wird es. Und wenn da Kilos draufstehen, wenn da 90 Kilo draufsteht, stellst du mal auf 90 und stellst mal auf 50 Kilo, dann sollte es weicher werden. Funktioniert halt nicht immer. Aber angenommen, ihr habt jetzt einen Lattenrost, da habt ihr ein bisschen Geld für ausgegeben und das lässt sich halt eben verstellen. Wir haben hier auch so Geschichten, das ist auch was, ihr stellt das ein und dann schlaft ihr da 2-3 Tage drauf und merkt hinterher, ey, sag mal, dieses Ding hier, das ist ja irgendwie überall. Bei unserem Hersteller ist es so, dass die sich da eine Arretierung überlegt haben, wenn ich die auseinanderziehe, dann blockieren die sich, dann verschieben die sich nicht mehr von alleine. Ihr könnt sowas zu Hause auch machen mit Klebeband oder so. Ne? Wenn ihr sagt, ihr habt eure Einstellung gefunden und das funktioniert, dann klebt das Ding einfach, ihr könnt die oft aus den Laschen hier rausnehmen, macht Klebeband drum. Ich habe auch schon mal einen Kunden gehabt, der hat es festgetackert, geht auch. Dann kann man das ein bisschen festmachen. Also, es sollte so sein, falls ihr auf der Seite liegt, das ist halt die schwierigste Lage. Es gibt immer Lattenroste mit Schulterzonen. Dort haben die Leisten immer eine andere Farbe, aber oft keine andere Funktion. Das ist die gleiche Leiste wie hier, dann nur mit einer anderen Folie drauf. Und alle denken, oh geil, das ist die Schulterleiste. Passiert aber eigentlich genau das gleiche wie hier unten. Bei dieser Firma ist es so, dass die Leisten eine besondere Form haben. Ich kann durch Wenden der Leisten schon mal eine relativ tiefe Schulterzone erzeugen. Natürlich haben die hier oft eine Federung drin. Mit ein bisschen Federwerk, 3, 4, 5 cm, manchmal auch nur einen. Wenn man da auf der Seite liegt und Druck ausübt, dann geht das Ding runter. Dazu braucht man aber schon Gewicht am Oberkörper. Die meisten, also gerade Mädels zum Beispiel, sind da oben zu leicht, was auch ganz schön ist. Die drücken das hier gar nicht ein. Dort müsste man mit Wendeleisten arbeiten, dass man sagt, okay, die Schulterzone muss schon von alleine da sein, ohne dass Druck ausgeübt wird. Dann gibt es den Lendenwirbelsäulenbereich. Da müsst ihr mal gucken, wo schlaft ihr am liebsten im Bett. Ich lege mich dahinter auch mal drauf, dann kann man das mal sehen. Das könnt ihr zu Hause auch machen. Aber Lendenwirbelsäule, halt der Bereich hier, sollte halt etwas mehr unterstützt werden, um dann, je nach Bauchumfang und Gewicht am Becken und Taille und so weiter, hier im Beckenbereich entweder etwas fester zu werden oder etwas weicher. Das heißt, die Mädels, die ein bisschen breiteres Becken haben und die Taille halt eben, weil sie die Kinder kriegen müssen natürlich, wir Männer brauchen das zum Glück noch nicht, könnte man hier etwas weicher stellen, damit der Beckenknochen mehr einsinkt, um in der Taille dann hier etwas zu verstärken. Wenn das nicht reicht, manchmal so kommen Mädels rein so mit Wespentaille hier und ganz breiter Schulter oben, da brauche ich dann Lattenroste, wo ich zusätzlich zu der Härteregelung dann auch noch einstellen kann, die Leistenhöhe, dass ich sage, okay, Becken muss runter, Weichstellen alleine reicht nicht, ich muss also auch noch tiefer, weil sonst kriege ich das Becken nicht rein. Dann Wespentaille, schön fest, aber auch hoch, um dann im Schulterbereich wieder runterzukommen. Da kann ich dann die Leisten oft noch mal eine Etage tiefer legen, das geht hier bei dem Modell. Wenn ihr das alles so in dieser Form nicht habt, was sehr wahrscheinlich ist, weil ihr noch nicht bei uns wart,
dann könnte man, ich neutralisiere das mal kurz, das ist schnell gemacht, zack, jetzt ist wieder alles gleich hoch. Wenn ihr merkt, dass ihr mit der Schulter nicht richtig einsinkt und euer Lattenrost hat hier eine Schulterzone, aber die reicht euch nicht, dann kann man 1 oder 2 Leisten an der Stelle, wo eure Schulter liegt, ausbauen. So ab Kissenbreite einfach mal gucken, wo liegt eure Schulter im Lattenrost. Bei einer Keilschaumatratze macht das nichts, die gehen davon jetzt nicht kaputt, sage ich. Bei Taschenfederkehrmatratzen muss man vorsichtig sein. Bei einer 8 cm Keilschaumatratze bitte nicht machen, weil die reißt euch hier. Aber alles, was so 15, 18, 20 cm hat, dem schadet das hier an der Stelle nicht. Und die Leisten, die ihr überhaupt, wenn ihr merkt, Mensch, ich brauche hier in der Lendenwirbelsäule mehr Unterstützung und ihr habt schon ganz festgestellt, dann könnt ihr die Leisten, die ihr oben rausgenommen habt, an die Stelle legen, wo eure Taille halt eben ist. Das ist meistens so hier oder dort. Und macht die mal mit Klebeband oder Kabelbindern auf den Leisten hier fest. Dann habt ihr hier eine dritte Leiste drauf. Das heißt, ihr könnt euch fast einen orthopädischen Lattenrost bauen aus dem, was ihr da liegen habt. Und dann mal drauflegen und mal gucken, mit der Matratze natürlich, passt das, sind das so die richtigen Stellen? Aber so funktioniert diese Härteregelung und so könnte man auch aus einem relativ einfachen Lattenrost halt eben einen fast orthopädischen Lattenrost machen. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Bei mir, ich schlafe relativ weit oben, wie die meisten Männer am Anschlag mit Kissenfalten und so weiter. Schulter rein, Lendenwirbelsäule etwas fester und für mich, ich bin jetzt nicht ganz der Schlankste, würde ich mal das so einstellen, bisschen mittelfest. Dann lege ich mich da mal drauf, dann könnt ihr das mal sehen. Der Lattenrost sollte halt schon das machen am Körper, was ich mir so wünsche. Schulter rein, Beckenknochen sollte gerade liegen, der Gürtel sollte senkrecht laufen. Hier brauche ich die Unterstützung. Ich muss halt keine Kinder kriegen, bei mir ist das noch relativ normal. Und die Schulter halt eben runter. Ne? Dann gibt es ja noch so ein paar Heinis, die haben so einen Verein und die testen immer Sachen und die sagen dann, naja, so ein Lattenrost, das ist alles totaler Humbug. Man sollte Bretter haben. Also das ist jetzt der festeste, den ich habe. Das ist also fast wie Bretter. Wenn ich mich jetzt hier drauf lege, weil die Matratze soll ja alles alleine machen, dann federt das Ding überhaupt nicht ein. Ich breche mir hier schon die Schulter. Mein Becken knickt ab. Ich fange hier jetzt schon an, mein Kissen zu falten, damit ich irgendwie den Druck aus der Schulter kriege. Und ich liege krumm und schief. Jetzt können die Schlaumeier natürlich sagen, ja, da gehört ja noch eine Matratze drauf. Die Matratze macht das alles alleine. Aber ich kann euch sagen aus Erfahrung, keine Matratze schafft das alleine. Wenn ihr jung und gesund seid, bevor ihr einen durchgelegenen billigen Lattenrost habt, legt euch Bretter rein. Alles gut. Reine Rückenschläfer mit viel Gewicht, schlaft gerne auf Brettern. Alles gut. Wenn ihr ein bisschen körperliche Probleme habt und einen Anspruch habt, Rückenschmerzen habt, Schulterprobleme, Nackenschmerzen, ihr findet nicht das richtige Kissen, ihr findet nicht die richtige Matratze, denkt mal über die Einstellmöglichkeiten eures Lattenrostes nach einfach. Da kann man halt relativ viel machen. Man kann so ein bisschen tricksen eben dabei. Gute Fachhändler leihen so Dinge auch erstmal aus, ne? Dass man nicht gleich, oh, ich verkaufe jetzt einen Lattenrost für 600 Euro. Ab 250 Euro gibt es vernünftige Lattenroste, die schon relativ viel orthopädisch können. So ein Ding hält 15 Jahre, jetzt müssen wir mal ausrechnen, was kostet das pro Nacht. Aber man kann halt eben relativ viel damit erreichen für relativ wenig Geld und dann könnt ihr das mal ausprobieren. So, das waren die Tipps zum Einstellen der Lattenroste. Ob euer Lattenrost noch gut ist und ob ihr einen braucht, das haben wir in einem anderen Video, glaube ich, schon mal erklärt. Könnt ihr mal reinklicken. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann abonniert natürlich den Kanal. Und ansonsten schlaft gut, viel Spaß und lasst euch keinen Scheiß erzählen. Alles klar. Tschüss.